Ich möchte heute den Zweifel an der Mapo-Lehre noch etwas weiter vorantreiben. Einfach weil ich glaube, dass man ohne diesen Zweifel den Shin-Buddhismus nicht mehr zeitgemäß verstehen kann. Shinran hat seinen Lehrer Honen mit allen möglichen Fragen gelöchert. Er war einer der kritischsten Menschen seiner Zeit. Und auch wir haben allen Grund, hier Fragen zu stellen. Ich fasse die bisherigen Gedanken kurz zusammen. Ich habe bisher zu erklären versucht, dass nicht die Vergänglichkeit des Buddhismus das Problem ist. Darüber herrscht in allen buddhistischen Schulen Einigkeit. Problematisch ist vielmehr die Ansicht, dass die Vergänglichkeit des Buddhismus ein irreversibler Prozess ist, den der Buddha in seinen Lehrreden so vorhergesagt hat. Am eindrucksvollsten schildert Shinrans Zeitgenosse Nichiren diese Denkhaltung. Zitat: Jeder, der beabsichtigt, die Lehren des Buddhismus zu verbreiten, muss sicherstellen, dass er die Zeit versteht. Wenn zum Beispiel ein Bauer seine Felder im Herbst und Winter bepflanzt, dann würde er daraus nicht den geringsten Gewinn ziehen, sondern nur Verlust erwirtschaften, auch wenn die Saat, das Land und die Mühen unverändert geblieben sind. Zitat Ende. Der Bauer kann den Winter nicht aufhalten, er kann die Zeit nicht zurückdrehen. Er kann sich nur an den Winter anpassen. Das war die Bombe, die im japanischen Buddhismus irgendwann vor der Kamakura-Zeit gleichsam explodierte. Sie explodierte, weil ein namhafter Lehrer, nämlich der Begründer der japanischen Tendai-Schule, Saicho, einen so extremen Standpunkt vertreten haben soll. Das Mappo Tomyoki leuchte im Zeitalter des endenden Dharma, jener Text, der angeblich von Saicho stammt, behauptete ja nichts weniger, als dass wir, wie Nichiren es bildlich ausdrückte, diesem Winter entgegengehen bzw. schon mittendrin sind. Und das bedeutet, dass der Buddhismus, den der Buddha gelehrt hat, der Buddhismus des Zeitalters des wahren Dharma, gar nicht mehr funktioniert. Er ist out of order. In dieser Lehre liegt ein erheblicher Sprengstoff. Wenn Mönche noch so handeln wie im Zeitalter des wahren Dharma, dann sind sie so wie Bauern, die im Herbst säen. Ihre Bemühungen sind nutzlos, so würden es Honen und Shinran sagen. Ihre Bemühungen sind lächerlich oder sogar kontraproduktiv, so würde es wohl Nichiren formulieren. Natürlich haben sich die Mönche, die die traditionellen Formen des Buddhismus übten, die Infragestellung ihrer religiösen Übungen nicht gefallen lassen. Sie wiesen darauf hin, dass der Kaiser als Dharma-König, das heißt als oberster Dienstherr der buddhistischen Tempel, darüber keine Entscheidung getroffen hatte, und führten Klage bei staatlichen Stellen gegen diese neuen Formen des Buddhismus. Es gab eine ganze Reihe von Verfolgungen des Nembutsu-Buddhismus bzw. des Nichiren-Buddhismus in ihren ersten Jahrhunderten. Der zweite Zweifel an der Mappo-Lehre ist, dass sie historisch gesehen lange nach dem Buddha entstanden ist. Woher wissen wir das, während Saicho, Shinran oder Nichiren das nicht einmal ahnen konnten? Wir wissen das von den historisch-philologischen Studien. Seit dem 19. Jahrhundert wird der Buddhismus wissenschaftlich erforscht. Die Methoden dafür sind im Westen erfunden worden, es gab sie in Asien überhaupt nicht. Die Studien, die an buddhistischen Klöstern seit der Antike in Asien betrieben wurden, und die Studien, die heute an Universitäten weltweit betrieben werden, unterscheiden sich erheblich. Ein großer Unterschied besteht zum Beispiel darin, dass an Universitäten Texte aus allen buddhistischen Ländern gesammelt und miteinander verglichen werden. Texte auf Sanskrit, Pali, Tibetisch, Chinesisch und in vielen anderen Sprachen. Man achtet darauf, wo die ältesten Versionen der Texte aufgetaucht sind. Man achtet auf die Eigenheiten der Sprache, sucht vergleichbare Texte und so weiter. So kann man ein immer klareres Bild vom Alter der Texte gewinnen. Im Japan der Kamakura-Zeit kannte man nur die chinesischen Texte. Nur äußerst wenige Sutren wurden in indischen Sprachen nach Japan überliefert, weil ihr bloßes Kopieren als religiöse Übung galt. Mir ist kein einziger japanischer Mönch vor dem 19. Jahrhundert bekannt, der Sanskrit als Sprache wirklich beherrschte. Die Chinesen übersetzten seit dem 2. Jahrhundert Texte aus indischen Sprachen. Das war die Aufgabe von sehr wenigen Fachleuten und geschah nur an wenigen dafür ausgestatteten Klöstern. Manchmal übersetzte man direkt von mündlicher Überlieferung. In anderen Fällen kümmerte man sich nicht weiter um den indischsprachigen Text, sobald die Übersetzung vollbracht war. Er ging verloren.
Selbst die meisten großen Schulgründer Chinas, etwa Sie, der Begründer der Tiantai-Schule, kannten den Buddhismus nur aus Übersetzungen. Alle Texte rückten in dieser Sichtweise sofort in eine Gleichzeitigkeit. Sie waren innerhalb der Lebenszeit des Buddha gepredigt worden. Man interessierte sich dafür, was diese Texte für das religiöse Heil bedeuteten. Aber die Frage nach ihrer Historizität oder ob die Texte alle nach denselben Kriterien übersetzt worden waren, stellte niemand. Wenn man sich die verschiedenen Mappo-Texte unter dem Gesichtspunkt ihrer Historizität anschaut, so macht man mehrere Beobachtungen. Erstens, die Texte stammen durchaus aus Indien im weitesten Sinne, aber sie widersprechen sich in ihren Aussagen. Das Bhadrakalpika Sutra lässt den Buddhismus 1500 Jahre nach dem Buddha enden. Das große Versammlungssutra, Mahasamnipata Sutra, spricht von 5 Phasen, die je 500 Jahre dauern. Und dann gibt es ja noch die Lehre, die klar zwischen 3 Phasen von 1000 und 10.000 Jahren Länge unterscheidet. Man kann solche Lehren wie Folien übereinanderlegen und miteinander versöhnen, aber eigentlich passen sie nicht gut zusammen. Daraus kann man nur schließen, dass diese Sutren in unterschiedlichen buddhistischen Gruppierungen, in unterschiedlichen Regionen Indiens und wohl auch zu verschiedenen Zeiten entstanden sind. Man denkt zum Beispiel, dass das große Versammlungssutra im 6. Jahrhundert entstanden ist, als der indische Buddhismus von Hundeneinfällen bedroht war. Die Details sind hier wohl gar nicht nötig, aber alle diese Texte werden von der Wissenschaft relativ spät eingeordnet. Zweitens stellt man fest, dass es in den indischen Texten gar kein Wort gibt, das der Übersetzung Mappo entspricht. Wenn zum Beispiel in der chinesischen Version des Lotus Sutra der Begriff Mappo auftaucht, dann steht an der entsprechenden Stelle des Sanskrit-Textes nur ein Ausdruck wie in der Zeit danach. Es gab in Indien die 3-Zeiten-Lehre offenbar überhaupt nicht, obwohl man in einigen indischen Sutren, den Agama, immerhin die Begriffe wahres Dharma und nachgeahmtes Dharma finden kann. Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen der indischen und der chinesischen Zeitauffassung, wenn es um Jahreszahlen geht. Saichos Bemühen, die Jahreszahlen zu datieren, scheitert eigentlich schon daran, dass sich die Inder für die Lebensdaten des Buddha überhaupt nicht interessiert haben. Deshalb rätselt die Forschung ja heute noch, wann genau er gelebt hat. Kurzum, Mappo ist eigentlich eher eine chinesische als eine indische Lehre. Sie ist in China so entstanden, weil buddhistische Mönche in gewissen Krisenzeiten nach Antworten in den buddhistischen Texten gesucht haben und sie in den Übersetzungen dieser Texte den Begriff Mappo fanden. Innerhalb der japanischen Tendai-Tradition hat die Mappo-Lehre dann später noch weitaus bedrängendere Formen angenommen. Und so ist sie zum Auslöser für eine Entwicklung geworden, die in den neuen Kamakura-Buddhismus mündete. Der Rauch der Explosion ist längst verweht. Über 800 Jahre nachdem Honen die erste an das Mappo-Zeitalter angepasste Schule gründete, gibt es schon längst keinen Konflikt zwischen den buddhistischen Schulen in Japan mehr über diesen Punkt. Renyo, der Reformer der Jodo Shinshu im 15. Jahrhundert, war vielleicht der Letzte, der die Konfliktgefahr noch spürte und davor warnte. Er ermahnte seine Anhänger immer wieder, die anderen buddhistischen Schulen zu respektieren und gewisse Konfliktthemen nicht mit ihnen zu erörtern. Man ging in den folgenden Jahrhunderten den Weg der friedlichen Koexistenz. Heute, glaube ich, denken wir nicht mehr das Mappo-Denken, sondern wir denken an das Mappo-Denken zurück. Wir denken an das Mappo-Denken zurück, wie wir an eine Idee aus unserer Jugendzeit zurückdenken, die große Folgen für unser Leben gehabt hat, obwohl wir sie längst nicht mehr teilen. Erst im Rückblick verstehen wir diese Idee überhaupt. Wir verstehen sie besser als der Jugendliche, der wir einst waren. Das Mappo-Denken hat den japanischen Buddhismus durchgerüttelt. Es hat ihn reifer gemacht. Um es kurz zu sagen, das Mappo-Denken bewirkte, dass man die Frage, was ist der Mensch, neu stellte. Shinrans berühmte Antwort, ich bin ein gewöhnlicher Mensch und werde nie etwas anderes sein, solange ich lebe, ist eine Mappo-Antwort. Der Mappo-Mensch ist kein allzu ferner Verwandter zum Renaissance-Mensch in Europa,
der nur wenig später geboren wurde. Der Renaissance-Mensch ist stark, weil er sich auf die sichtbare Welt beschränkt und weil er seine Begrenztheit kennt und im positiven Sinne akzeptiert. Er kennt seine Proportionen. Der Mapo-Mensch weiß, dass er im Leben nie Buddha werden wird und dass er das Licht des Buddha im Leben auch niemals sehen wird. Auch er akzeptiert seine Begrenztheit. Deshalb hat er die Hände offen, andere Dinge zu tun. Der religiöse Elitismus, der so typisch für den Buddhismus ist, entfällt. Bauern und Händler sind nicht mehr zweitklassige Buddhisten, denn alle Menschen spielen nur noch in einer Liga, der Mapo-Liga. Das Entstehen des Shin-Buddhismus ist ein tiefes Zeichen für die Modernisierung Japans. Die meisten buddhistischen Länder fielen aus allen Wolken, als die Westler kamen und die moderne Welt als Tatsache im Handgepäck mitbrachten. Die Japaner schafften es aber in Windeseile, sich an die modernen Verhältnisse anzupassen, weil sie schon eine sehr moderne Gesellschaft entwickelt hatten. Es ist ein Fehler, das Mapo-Denken im Shin-Buddhismus zu leugnen und es gleichsam an den Rand des Shin-buddhistischen Denkens zu schieben. Denn es ist ja genau umgekehrt. Das Mapo-Denken ist das Medium des Shin-buddhistischen Denkens. Der Zen-Buddhismus, so habe ich erwähnt, ignorierte das Mapo-Denken. Aber auch im Zen-Buddhismus fällt der Buddha aus seinem indischen Wolkenpalast. Der Zen-Buddhismus rückt den Buddhismus in den Alltag. Der Mensch lebt nicht mehr in der von buddhistischen Sutren geprägten Weltsicht. Er lebt nicht in der viereckigen Saha-Welt, sondern er lebt im Hier und Jetzt. Der Zen-Buddhismus bewahrt das Auge des wahren Dharma. Aber ist das noch das wahre Dharma selbst? Shundogen las die Sutren nicht mehr in der dogmatisch interpretierenden Weise, wie Shinran es noch getan hatte. Er ist gewissermaßen postdogmatisch. Ist das nicht noch ein radikalerer Ausdruck einer Mapo-Haltung? Wie das Mapo-Denken im japanischen Mittelalter begründet wurde, ist aus heutiger Sicht unerheblich. Die Argumente haben längst ihre Überzeugungskraft verloren. Aber das Mapo-Denken war der Geburtshelfer für ein neues Menschenbild. Es zeigt einen Weg auf, wie man den Buddhismus fit für unser Zeitalter machen kann. Deshalb lohnt es sich, darüber nachzudenken.